Welt miteinander. Mein Name ist Marcel und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Drawing Like a Sir. Endlich wird mal wieder gezeichnet. Ich weiß, die letzten Videos hatten eher weniger mit Zeichnen zu tun, aber dieses Mal back to the roots. Das ist ein Tutorial, was ich schon sehr oft gehintet und angeteased habe, aber ihr habt es euch auch gewünscht, deswegen dachte ich mir, wieso eigentlich nicht. Es geht um ein Blut-Tutorial, was hier und da mal angefragt wurde, was ich ganz schön finde, weil ich bin immer sehr dankbar für originelle Tipps, nicht einfach nur mal den Charakter, mal den Charakter. Das wird auf die Dauer natürlich auch langweilig. Hier seht ihr einen Charakter, mit dem ich ja, mehr oder weniger letzte Zeit verbracht habe. Mit dem ich, ihr habt es ja schon auf Facebook gesehen, die Character Sheets, die ich hochgeladen habe. Wird noch sehr viel mit diesem Charakter passieren und heute geben wir ihn mal so richtig aufs Maul. Aber bevor wir das machen, es ist natürlich nur ein kleines kurzes Tutorial, aber bevor wir das machen, widmen wir uns erstmal so den Basics, was Blutzeichnen angeht. Dazu braucht ihr natürlich das Offensichtliche, ein Radiergummi und einen Bleistift. Was ich aber hierbei noch empfehlen kann, sind zwei Rottöne, einen hellen, einen dunklen, einen Weißstift und, das habe ich ganz vergessen, mit in die Kamera zu halten, irgendeine Art von Gelschreiber oder Deckweißstift. Ich habe jetzt natürlich alles zur Verfügung. Ich bevorzuge hier aber die dünnere Variante. Gerade so, weil der Bluttropfen, den ich gleich zeichne, der wird halt sehr klein und ja, lasst mich doch zuerst mal kurz die Basics erklären. Ein Bluttropfen ist ja so aufgebaut, dass wir hier den Tropfen haben und tun wir doch jetzt einfach mal davon ausgehen, dass er irgendwo an der Wand dran geklatscht wurde und jetzt runterfließt. Das heißt, der Bluttropfen fließt runter und ist an dieses, ja, mehr oder weniger an diesen Tropfen, diese kugelförmige Form gebunden. Wenn er hier drin gebunden ist, dann ist wichtig zu beachten, dass natürlich, weil es Wasser ist, weil es flüssig ist, aus diesem Grund tut es ja natürlich glänzen und deswegen haben wir hier ein Highlight. Der Tropfen an sich ist aber natürlich rot. Ja, geniale Schattierung, ich weiß. Natürlich hat er nicht nur Highlights, wie beispielsweise hier und hier. Das sind die beiden Highlights, die der Tropfen hat. Es hat natürlich auch Schattierungen und dunkle Parts. Und der dunkle Part, der wäre hier, weil der Tropfen hier natürlich aufhört. Das heißt, wir haben diesen Tropfen jetzt in diese Teile gespalten. In die dunklen Teile, die hellen Teile und die normalen Teile. In der Theorie eigentlich ganz einfach. Ich habe dazu aber natürlich, wenn es bei euch nicht beim ersten Versuch läuft, war bei mir auch nicht so. Ich habe natürlich schon ewig lange dafür gebraucht, das einigermaßen gescheit hinzubekommen. Aber nun gut, versuchen wir es doch dieses Mal einfach mal in Farbe. Da haben wir wieder den ganz normalen Tropfen, den ich vorhin angesprochen habe, oder den ihr hier auf der linken Seite seht. Dabei wollte ich aber noch erwähnen, dass es wichtig ist, dass dieser Tropfen tatsächlich auch rund ist. Das heißt, er sollte wenig Ecken haben, das trägt zum Realismus, finde ich, so ein bisschen bei. Und abgesehen davon sollte man die Striche, die er dabei beim Zeichnen macht, auch nicht sehen, großartig. So, verlängert ihn vielleicht so ein bisschen nach unten, dass das Ganze ein bisschen tropfenartiger aussieht. Und nach oben auch etwas, verlängern. Gerade und natürlich diesen Strich, den ich vorhin angesprochen habe, weil gehen wir mal davon aus, es rinnt irgendeine Scheibe runter. Jetzt, gerade so als Beispiel. So. Gut, dann die vorhin angesprochenen Parts sind, ich mache jetzt hier zuallererst mal den dunklen Part, wie gesagt, der ist hier. Den bringe ich dann also an dieser Stelle ab und er geht hier weiter nach unten. Natürlich, wenn ihr eure Bluttropfen anders haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch den Strich hier oben etwas dunkler anmalen oder etwas heller anmalen. Das ist wirklich, ich finde, es ist schön, mit sowas experimentieren zu können. Aber jetzt habe ich erstmal hier, dann könnte ich hier noch ein bisschen was Dunkles mit einbringen. Wenn ihr es richtig drastisch haben wollt beispielsweise, dann könnt ihr dazu anstatt einer dunklen Rot oder wenn ihr keine dunkle Rot habt, dann könnt ihr stattdessen auch eher einen dunklen Copic benutzen. Das hat mehr oder weniger denselben Effekt. Ja, hat eigentlich denselben Effekt, nur dass es eben ein bisschen dunkler ist. Und hiermit könnt ihr nun variieren. Wollt ihr es ein bisschen heller, wollt ihr es ein bisschen dunkler? So sehen zwei Bluttropfen eben nie auf dieselbe Art und Weise gleich aus. Jetzt kommt der Weißstift zum Einsatz, weil diese beiden Highlights natürlich unterschiedlich hell sind. Machen wir das eine Highlight mit einem hellen Stift, der aber nicht allzu hell ist, und einem deckenden hellen Stift. Und voilà, der Bluttropfen ist mehr oder weniger fertig. Jetzt, wie ich
euch vorhin ja schon gezeigt habe, könnt ihr natürlich komplett variieren. Ihr könnt Bluttropfen ohne Highlights machen, ihr könnt welche mit richtig fetten Highlights machen, dunkle, helle, ihr könnt da wirklich variieren. Ich habe das Ganze bis auf die Substanz komplett ausgenommen. Ja, da könnt ihr versuchen, wie ihr wollt. Das war jetzt eher die realistischere Variante, aber eine Variante wollte ich euch noch zeigen. Das ist nicht direkt Blut. Es ist, ja, man könnte eigentlich meinen, es ist so die typische Version, die oft in Anime und Manga vorkommt. Natürlich, wenn das nicht so euer Gebiet ist, Anime und Manga, dann ist es halt nicht so euer Gebiet. Allerdings, meine Community ist da auf meiner Seite, was diesen Bereich angeht. Und aus diesem Grund zeige ich euch jetzt einfach mal schnell, wie man sowas hier beispielsweise anmalt. Ich meine, natürlich könnte man da jetzt einfach mit Rot drüber gehen. Aber ich mache da eine andere Variante, mache ich mir da zu nutzen. Und zwar benutze ich hierzu einmal eine Orange und einmal eine Lila. Allerdings würde ich euch von so einer Lila abraten, die wäre mir ehrlich gesagt schon viel zu kräftig. Ich würde eher so eine bläuliche Lila nehmen, weil klar, man sagt ja grün und blau geschlagen. Nur, dass wir eben jetzt hier nicht blau benutzen. Gut, dann würde ich euch mal am besten zeigen, wie das funktioniert. Wir nehmen den helleren Ton zuerst, das wäre in diesem Fall eben die rosa. Und wir gehen hier und da diese Wunde einfach mal so ein bisschen nach. Sieht bis jetzt noch nicht sehr spektakulär aus. Allerdings finde ich, wenn gerade auch Hautfarbe nochmal später dazu kommt, sieht das Ganze um so einiges besser aus. So, und ihr seht, wenn sich das Ganze so vermischt, dann bekommt es zwar keinen grünlichen Ton, aber einen sehr schräg bläulichen. Und ich finde, mit sowas kann man rumexperimentieren. Wenn auch Hautfarbe dazu kommt, dann geht das Ganze so ein bisschen unter. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, den vorhin angesprochenen Bluttropfen noch mit einbringen, indem ihr dann hier mit Rot noch drüber geht und den Bluttropfen runter sinken lasst. Da sind euch wirklich keine Hände gebunden, aber ich finde, wenn ihr hier so ein bisschen aufquillen lassen wollt, zeigen wollt, dass der Charakter hier dran wirklich blau geschlagen worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dann würde ich euch diese Kombination empfehlen. Das Zweite war das so ein kleines Tutorial, was Blut angeht, was Verwunden angeht, weil da wurde ich auch drauf angesprochen, ob ich mal zeigen könnte, wie man verwundete Charaktere zeigt. Das kratzt jetzt gerade mal so ein bisschen an der Oberfläche, das sind so die Basics, was die Koloration angeht. Ja, wenn ihr hier möchtet, dann könnt ihr euch gerne mal was abschauen. Wie gesagt, hier habe ich es auch wieder meine Einzelteile zerlegt und ein bisschen geübt. Ja, nun gut. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch vielleicht so ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann würde mich riesig freuen, wenn ihr vielleicht abonniert oder einen Daumen hoch da lasst. Genau. Das ist richtige Grammatik. Aber bevor ich mich jetzt drum Kopf und Kragen rede, bedanke ich mich ganz herzlich ans Zuschauen. Mein Name ist Marcel und man sieht sich im nächsten Video hier auf Drawing Like a Sir. Tschüss.